Nicht alle Vögel fliegen durch die Lüfte. Manche bleiben am Boden, verwandeln ihre Beine in Waffen und den Boden in ein Schlachtfeld, auf dem jeder Schritt ein präziser und tödlicher Schlag ist. Roadrunner vs. Schlange. Der schnellste Kampf in der Wüste. Im Südwesten der Vereinigten Staaten zeigt sich die Natur von ihrer rauen Seite. Keine dichten Wälder, keine endlosen Wiesen, sondern Wüste. Ein Ort, an dem die Sonne von morgens bis abends brennt und Wasser seltener ist als Gold. Hier kämpft die niedrige Vegetation um jedes bisschen Leben. Saguaro-Kakteen ragen wie versteinerte Arme aus dem Sandmeer empor. Yucca-Sträucher mit messerscharfen Blättern und Kreosote-Bäume stehen vereinzelt da und verströmen bei jedem heißen Windstoß einen stechenden Geruch. Manchmal blühen kurzzeitig einige Wüstenblumen, als wollten sie die Trockenzeit in vollen Zügen genießen. Die Vegetation hier bildet keinen Wald und spendet keinen Schatten, aber sie ist ein Zufluchtsort für die widerstandsfähigsten Lebewesen. Unter den niedrigen Bäumen, in Felshöhlen oder zwischen trockenen Rissen pulsiert das Leben still mit einem rauen und intensiven Rhythmus. Und inmitten dieser trockenen, heißen Landschaft huscht ein seltsames Wesen wie ein Schatten vorbei. Es streckt seine Flügel nicht in die Luft, sondern stürzt sich mit seinen langen, kräftigen Beinen auf den brennenden Boden. Es ist der Roadrunner, der kleine Krieger der Wüste. In einer Welt, in der Fliegen der Instinkt der Vögel ist, hat der Roadrunner einen anderen Weg gewählt. Er fliegt nicht, sondern rennt. Und genau das macht den Unterschied. Mit einem Körper von etwa 50 cm Länge, aber Beinen, die denen eines Leichtathleten in nichts nachstehen kann, der Roadrunner Geschwindigkeiten von bis zu 32 km pro Stunde erreichen, was dem Endspurt eines Hasen entspricht, und viele andere Vögel seiner Größe weit hinter sich lässt. Wenn der Adler Flügel hat, um aus der Luft zu jagen, dann hat der Roadrunner Beine, um den Boden zu beherrschen. Wenn der Strauß das Kriegspferd der Steppe ist, dann ist der Roadrunner das schnelle Kriegspferd der Wüste. Aber seine Beine dienen nicht nur der Fortbewegung, sondern auch der Jagd, der Flucht, dem Angriff und dem Überleben.
Sie gleiten über den glühend heißen Sand, schmiegen sich an niedrige Büsche, huschen über glühend heiße Felsspalten und nutzen jede Sekunde, um nach Eidechsen, Skorpionen, Insekten und manchmal auch nach weitaus gefährlicheren Beutetieren Ausschau zu halten. Mittags. Die Bodentemperatur kann innerhalb weniger Sekunden zu Verbrennungen führen. In der drückenden Stille der Wüste gleitet eine Bewegung lautlos über den Sand. Eine Klapperschlange, ein tödlicher Killer, kriecht durch die niedrigen Kreosotbüsche. Ihre Zunge schnalzt wie ein Suchgerät, ihr Schwanz vibriert. Leicht eine Warnung, aber auch eine Provokation. Der Roadrunner entdeckt seinen Feind. Er hat keine Angst, bleibt stehen, neigt den Kopf und seine schwarzen Augen funkeln kalt. Die Schlange ist keine leichte Beute, aber wenn sie Erfolg hat, wird es eine proteinreiche Mahlzeit in der kargen Wüste sein. Der Kampf beginnt. Die Klapperschlange schießt wie eine Feder nach oben, aber der Roadrunner weicht im letzten Moment aus und kontert blitzschnell, indem er mit seinem Schnabel und seinen Füßen wiederholt auf den Kopf der Schlange schlägt. Nach nur wenigen präzisen Schlägen liegt die Schlange regungslos im heißen Sand. Der Roadrunner reckt den Kopf in die Höhe, atmet tief durch, hebt dann langsam seine Beute auf und schleppt sie zu seinem Nest. Seine Beine sind sowohl seine Waffen als auch der Herzschlag seines Lebens in der Wüste. An einem Ort, an dem Geschicklichkeit nicht ausreicht, an dem Geschwindigkeit und Mut entscheidend sind, ist der Roadrunner nicht nur ein Überlebenskünstler. Er ist ein Sieger. Der Roadrunner ist nicht nur auf Schlangen spezialisiert, sondern ein vielseitiger Jäger. Er rennt wie ein Geschoss hinter wüsten Leguanen her und schnappt sie mit einem blitzschnellen Schlag. Wenn sich die Gelegenheit bietet, greift er sogar Nektarvögel an, kleine Vögel, die in der Luft unangreifbar scheinen, indem er sich unter Blumenbüschen versteckt und dann plötzlich zum Angriff ansetzt. Für den Roadrunner kann jedes kleine Lebewesen in seiner Reichweite zur Beute werden. Auf den endlosen Grasebenen Afrikas wirbelt der Wind gelben Staub auf und trägt die Geräusche der Raubtiere herbei, die im Schatten lauern. An einem Ort, an dem das Leben ständig von Raubtieren bedroht ist, schreitet ein flugunfähiges Tier, unerschrocken mit seinen langen Beinen, wie Säulen voran, den Blick wachsam, den Gang fest. Es ist der afrikanische Strauß Strutio camelus, der größte Vogel der Welt und eines der erfolgreichsten Lebewesen in der Wildnis. Mit einer Höhe von bis zu 2,7 Metern und einem Gewicht von etwa 130 Kilogramm tragen die Beine des Straußes nicht nur seinen massigen Körper, sondern sind auch seine ultimative Waffe.
Er kann bis zu 70 Kilometer pro Stunde laufen und damit auf kurze Strecken mit einem Geparden mithalten. Diese außergewöhnliche Geschwindigkeit dient ihm nicht nur zur Flucht, sondern auch zur Abschreckung von Feinden. Jedes Bein hat 2 große Zehen mit messerscharfen Krallen. Wenn sie in die Enge getrieben werden kann, ein Tritt eines Straußes, einem Löwen die Knochen brechen, Hyänen zurückweichen lassen und Menschen die Brust zerschmettern, wenn sie zu nahe kommen. In einer Sandgrube inmitten einer baumlosen, schattenlosen Ebene befindet sich das Nest der Strauße. Mehrere große, melonengroße, hellweiße Eier liegen in der Sonne. Sie sehen zerbrechlich aus, sind aber in Wirklichkeit ein gut bewachter, biologischer Minenfeld. Der Hahn steht den ganzen Tag Wache und lässt seinen Blick wie ein Radar über den Himmel und den Boden schweifen. Wenn die Nacht hereinbricht, überlässt er seinen Platz der Hennen, die ihn still aber entschlossen ablöst, und das fast 40 Tage lang, während sie die Eier ausbrütet. Raubtiere wie Luchse, Marder und Schlangen lauern jede Sekunde. Aber die Beine der Strauße sind bereit, jeden zu bestrafen, der ihnen zu nahe kommt, ohne einen Laut von sich zu geben, ohne zu warnen. Inmitten einer Gegend, in der das Leben so zerbrechlich ist wie ein trockenes Grashalm, sind die Beine nicht nur ein Fortbewegungsmittel, sondern eine Frage des Überlebens. Wenn die Sonne hoch am Himmel steht und den Morgennebel über den afrikanischen Grasflächen vertreibt, taucht die Silhouette eines hochgewachsenen, gelassenen Wesens inmitten des Grasmeers auf, mit einem ruhigen Gang, hoch erhobenem Kopf und langen Beinen, die leichtfüßig, aber tödlich sind. Es ist der Sekretärvogel Sagittarius serpentarius, ein einzigartiger Raubvogel, der nicht den Himmel beherrscht, sondern die Erde. Mit einer Höhe von fast 1,2 Metern und einer langen Beinspannweite fliegt der Schreiadler nicht, um zu jagen, sondern legt täglich Dutzende Kilometer zurück, um Beute zu finden, von großen Insekten über Eidechsen bis hin zu seinem gefährlichsten Feind, giftigen Schlangen. Wenn er Beute entdeckt, insbesondere Schlangen, zögert der Schreiadler nicht. Er tritt mit seinen Füßen wie mit einem Hammer direkt auf den Kopf der Schlange und tritt so lange, bis sein Gegner regungslos ist. Studien haben ergeben, dass jeder Tritt eine Kraft entfaltet, die dem 5-fachen seines Körpergewichts entspricht, und dass er dabei so präzise ist, als wäre jeder Schlag ein Todesurteil. Während viele Vogelarten giftigen Schlangen ausweichen, sind sie für Sekretäre eine alltägliche Mahlzeit. Mit doppelten Augenlidern, die die Augen vor Gegenangriffen schützen, langen Beinen, die Gift vermeiden, und einer gnadenlosen Angriffstaktik ist er der stille Henker der Steppe. In der Welt der Raubtiere gibt es Arten, die mit ihren Beinen laufen
und Arten, die mit ihren Beinen treten. Aber es gibt eine Art, die dazu geboren ist, in der Höhe zu herrschen, wo es nur Windwolken und die Stille des Himmels gibt. Das ist der Adler, der Herrscher, der Lüfte das Höchste, Symbol für Kraft, Weitsicht und stillen Tod. Zwischen den steilen Felswänden, wo der Wind durch jede Felsspalte weht, gleitet ein riesiger Schatten dahin, ohne mit den Flügeln zu schlagen, mit einer Spannweite von bis zu 2. 3 Metern helfen dem Adler seine Flügel nicht nur beim Fliegen, sondern auch dabei, wie eine Seele des Himmels durch die Luft zu gleiten. Lautlos, ohne Vorwarnung. Nur ein stiller Schatten, der sich auf das Land darunter legt. Aber lassen Sie sich von dieser majestätischen Erscheinung nicht täuschen, denn er ist ein echter Killer. Die Augen des Adlers gehören zu den schärfsten Augen der Tierwelt und können kleine Beutetiere aus einer Entfernung von mehr als 3 Kilometer erkennen. Und wenn sein Blick auf ein Kaninchen, einen kleinen Fuchs oder sogar eine Bergziege am Rand einer Klippe fällt, ist das Todesurteil gefällt. Der Adler zieht seine Flügel ein, zieht sich zurück und stürzt sich mit einer Geschwindigkeit von über 160 Kehrkilometer pro Stunde in einem perfekten Sturzflug herab, der Höhe, Geschwindigkeit und tödliche Technik vereint. Im Moment des Aufpralls greifen die scharfen Krallen mit einer Kraft von bis zu 500 PSI nach der Beute, was einem Hammerschlag entspricht. Ein zweiter Versuch ist nicht nötig. Sobald die Krallen zu greifen kommen, hat die Beute keine Chance mehr. Die Beine des Adlers sind nicht so lang wie die eines Straußes, nicht so beweglich wie die eines Roadrunners und nicht so kräftig wie die eines Sekretärs, aber sie haben eine ganz andere Bedeutung. Sie sind der Ort, an dem sich die gesamte Kraft des Angriffs bündelt. Sie sind die Krallen, die das Leben der Beute festhalten. Sie sind das Spezialwerkzeug, um den Tod zu bringen. Adler jagen nicht, um anzugeben. Sie brauchen kein Brüllen. Alle ihre Handlungen sind präzise, minimalistisch und absolut effektiv. Sie sind die lebende Definition von Geduld und stiller Zerstörungskraft. Und wenn die Aufgabe erledigt ist, schlagen die Adler mit den Flügeln, erheben sich in die Luft und lassen die Erde unter sich zurück, als wäre nie ein Tod geschehen. Wir verlassen die trockenen Felsen und sonnenverbrannten Grasflächen und begeben uns in die tropischen Sumpfgebiete Zentralafrikas, wo sich der Himmel in den Sümpfen spiegelt und jeder Schritt das Leben verschlingen kann. Hier inmitten von hohem Papyrusgras steht ein Wesen, das aussieht, als wäre es gerade aus der Urzeit gekommen und regt sich nicht. Der Wind weht das Schilf, bewegt sich aber, es bleibt unbeweglich, wie eine lebende Statue aus Stahl.
Es ist der Schuhschnabel Balaeniceps rex, ein geheimnisvoller und einzigartiger Vogel der afrikanischen Sümpfe. Mit einer Höhe von über 1,2 Metern, einem langen Hals und einem riesigen clownförmigen Schnabel, der breit, dick und messerscharf ist der Schuhschnabel ein gnadenloser Jäger, der sich unter seiner ruhigen Fassade verbirgt. Er stürzt sich nicht auf seine Beute und schlägt nicht laut mit den Flügeln. Er wartet. Die gefährlichste Waffe des Schuhschnabelvogels ist nicht seine Geschwindigkeit, sondern seine absolute Geduld. Er kann stundenlang regungslos stehen und auf den richtigen Moment zum Angriff warten. Wenn ein Fisch, eine Wasserschildkröte oder ein Krokodil vorbeischwimmt, stürzt er sich mit geschlossenem Schnabel darauf und schlägt seine Beute so lange auf den Boden, bis sie sich nicht mehr bewegt. Stille ist sein Stil, der Tod ist das Ergebnis. Ihre langen Beine helfen ihr, sich leicht durch den Sumpf zu bewegen, das Gleichgewicht zu halten und einen günstigen Angriffswinkel zu wählen. Inmitten der stillen Gewässer ist der Schuhschnabel ein stiller Schatten der Zerstörung. Obwohl er ein kaltblütiger Jäger im Sumpf ist, verbirgt sich im Inneren des Schuhschnabelnestes eine stille Tragödie. Jede Saison legen Schuhschnäbel in der Regel 2 Eier, aber nur eines wird aufgezogen. Das erste Küken, das schlüpft und stärker ist, wird bevorzugt gefüttert. Das zweite Küken, das schwächer ist, wird nach und nach vernachlässigt. Es gibt keine Intervention, keine Rettung, nur die Stille der Eltern und das harte Gesetz des Überlebens. Gelegentlich sieht man die Muttervögel, wie sie ihre Jungen mit den Flügeln vor der Sonne schützen oder ihnen mit dem Schnabel Wasser bringen. Ein zärtlicher Moment in dieser kalten Welt. Aber diese Fürsorge gilt nur dem Auserwählten. In der Welt der Vögel sind die meisten Raubtiere einsame Wölfe, die alleine jagen, angreifen und ihre Beute alleine töten. Es gibt jedoch eine intelligente und gut organisierte Ausnahme, den Harris Bussard Parabuteo unicinctus. Der Harris Bussard lebt in den Wüsten, lichten Wäldern und Graslandschaften Süd- und Nordamerikas und ist nicht nur für seine scharfen Krallen und schnellen Flügel bekannt, sondern auch für eine in der Familie der Raubvögel seltene Eigenschaft: sie jagen in Rudeln. Eine Gruppe von 3 bis 5 Tieren, meist Verwandte aus derselben Familie, koordiniert ihre Taktik. Einige locken das Beutetier an, andere lauern ihm auf, wieder andere greifen es an und versperren ihm den Weg. Strategisch koordiniert und effizient wie Krieger, die mit Blicken kommunizieren.
Mittags knabbert ein Wildkaninchen ruhig Gras auf einer Lichtung. Es hebt den Kopf, spitzt die Ohren und schaut in den klaren Himmel. Es scheint in Sicherheit zu sein. Doch am Rand des Gebüschs hat ein paar kalte braune Augen seine Beute entdeckt. Ein Harrisfalke fliegt mit ausgebreiteten Flügeln tief über das Kaninchen hinweg, als wäre er nur zufällig vorbeikommen. Ein zweiter Falke fliegt lautlos von der anderen Seite herbei. Der dritte stürzt sich aus großer Höhe wie ein Stahlpfeil auf sein Opfer. Das Kaninchen dreht sich um und rennt los, aber es ist zu spät. Ein Falke schneidet ihm den Weg ab, ein zweiter versperrt ihm den Fluchtweg und der dritte stürzt sich mit ausgefahrenen Krallen auf sein Opfer. Ohne ein Brüllen, ohne eine lange Verfolgungsjagd, in nur wenigen Sekunden war die Beute erlegt. Die Harrisfalken sind nicht nur stark, sie sind auch ein Beweis für die Intelligenz und Strategie der Raubvögel. Sie teilen ihre Beute, beschützen ihre Nester. Und arbeiten auf eine Weise zusammen, wie es nur wenige Arten tun. Von der Wüste bis zur Steppe, vom Sumpf bis zum Himmel, zeigt jede Vogelart auf dieser Reise. Das Überleben hängt nicht nur von den Flügeln ab, sondern auch von den Beinen. Ob der Sprint des Roadrunners, der Tritt des Straußes, der tödliche Schritt des Sekretärs oder die Krallen des Adlers, all dies sind Waffen, die durch Evolution und Überlebensinstinkt geschmiedet wurden. In der Natur, wo es keinen Platz für Fehler gibt, überlebt nicht der Stärkste, sondern derjenige, der sich am besten anpassen kann. Und diese stolzen Beine sind der lebende Beweis dafür.
Mit ihrer erstaunlichen Kraft und ihrem Zusammenhalt lassen afrikanische Wildhunde selbst größere Raubtiere zurückschrecken. Was hat diese kleine Tierart zu stolzen Überlebenskünstlern in der rauen Savanne gemacht? Afrikanische Wildhunde, die Überlebenskünstler der Savanne. Die Sonne geht über der Okavango-Ebene auf. Die ersten Sonnenstrahlen dringen durch das Blätterdach und legen einen hellen Teppich auf den noch taufeuchten Boden. Die ersten Geräusche des Lebens sind zu hören. Vögel rufen nach ihren Partnern, Insekten zirpen und eine Herde Tiere, die gerade ihr Versteck verlassen hat, macht leise Schritte. In dieser weiten und rauen Welt gibt es einen besonderen Stamm, die afrikanischen Wildhunde. Sie haben keine scharfen Krallen wie Löwen und keinen tödlichen Biss wie Leoparden, aber sie besitzen eine Waffe, die gefährlicher ist als alle anderen Zusammenhalt. Aus der Ferne sehen sie aus wie bunte Flecken, die sich unaufhörlich auf dem Gras bewegen. Jedes Tier hat ein einzigartiges Fellmuster, das kein anderes hat. Aber genau diese Unterschiede bilden eine Einheit, eine stille Armee. Eine Familie, die nicht nur um ihr Überleben kämpft, sondern um das Zusammenleben. Noch bevor die Sonne über den Horizont steigt, verlässt die Meute ihr Nest. Die Jungtiere laufen in der Mitte geschützt von den erwachsenen Tieren. Jeder Schritt ist ein Schutz. Afrikanische Wildhunde, wissenschaftlicher Name Lycaon pictus, sind die am besten organisierten Rudeltiere in der Tierwelt. Jedes Rudel besteht aus etwa 10 bis 15 Tieren. Unter idealen Bedingungen können es sogar mehr als 30 sein. In der Meute gibt es keine Machtkämpfe, sondern nur Ordnung und Respekt. Nur das Leitpaar pflanzt sich fort, während die übrigen Tiere sich um die Aufzucht der Jungen, die Jagd und den Schutz des Territoriums kümmern. Auf der Wiese vor ihnen grasen Gnus scheinbar ohne jede Sorge. Doch der Wind dreht. Und die feuchten Nasen der Wildhunde haben es gerochen. Den Geruch von frischem Fleisch.
Der Geruch von Blut liegt in der Luft. Die ganze Gruppe verteilt sich, bewegt sich wie ein Strom, still und schnell. Plötzlich ertönt ein leises Heulen. Die Jagd beginnt. Die Hunde schließen den Kreis. Ein entschlossener Sprung beendet die Jagd ohne Blutvergießen und ohne lange Verfolgungsjagd. Als die Sonne höher stieg und die Hitze sich über den trockenen Grasteppich ausbreitete, verließen die wilden Hunde den Ort, an dem sie ihre Beute erlegt hatten. Ihre Bäuche waren prall gefüllt. Blutspuren klebten an ihren Schnauzen und Pfoten. Aber es war kein Geräusch mehr zu hören, keine Verfolgungsjagd, nur noch leise Schritte, die zum Rudel zurückführten. Die Höhle liegt tief im dichten Gebüsch und ist der einzige Ort, an dem es keine Grenzen gibt, die ein heiliges Gebiet markieren. Hier ruhen sie sich aus, lecken ihre Wunden und tauschen wortlose Gesten. Aus ein sanftes Lecken am Maul, ein Kopfnicken, ein freudiges Schwanzwedeln. Zu dieser Zeit beginnt für die Meute die Paarungszeit. Anders als bei vielen anderen Arten hat nur ein Paar an der Spitze der Herde das Recht, sich zu paaren. Das hat nichts mit Dominanz zu tun, sondern mit dem Überleben. Würde jedes Tier Nachwuchs zeugen, würden die Ressourcen der Herde erschöpft sein. Die Jungtiere, die nicht aufgezogen werden können, wären nur eine Belastung. Deshalb übernehmen die übrigen Tiere der Herde die Aufgabe, sie zu ernähren und zu beschützen, wie Tanten und Onkel in einer großen Familie. Die Paarung findet still und ohne Kämpfe oder Brüllen über mehrere Tage statt. Nach etwa 70 Tagen Trächtigkeit bringt das Weibchen am Kopf der Herde 8 bis 12 Jungtiere zur Welt, manchmal sogar bis zu 20. Die kleinen Lebewesen kommen mit geschlossenen Augen, einem schwachen Körper und völlig abhängig zur Welt. Aber sie sind nicht allein. Jedes Tier der Herde wird zum Kindermädchen. Wenn die Mutter nicht da sein kann, wechseln sich die anderen ab, um zu wachen, die Jungen zu säubern und ihnen Nahrung zu bringen, indem sie ihnen teilweise verdautes Fleisch, das für den noch unreifen Magen perfekt geeignet ist, wieder auswürgen. Wenn die Jungtiere ihre Augen öffnen, bringt ihnen die Herde alles bei. Wie man dem Wind lauscht, Gerüche aus der Ferne wahrnimmt, Spuren verfolgt und nicht allein, sondern in einem unantastbaren Kreis lebt.
Wenn die Jungtiere beginnen, die Höhle zu verlassen, eröffnet sich ihnen eine strahlende, aber auch gefährliche Welt. Sie sind noch zu klein, um zu verstehen, dass ihre ersten Schritte auch Signale sind, die ihren Geruch und ihre unbeholfenen Geräusche in den Raum senden und von den erfahrensten Raubtieren der Gegend wahrgenommen werden können. Ein schrilles, gruseliges Lachen ertönt Spotted Hyena. Anders als ihre graubraunen Verwandten sind Spotted Hyenas nicht einzeln unterwegs, sondern in großen, waghalsigen und gut organisierten Rudeln. Sie haben keine Angst vor Wildhunden. Im Gegenteil, sie sind bereit, deren Rudel anzugreifen, wenn sie Jungtiere entdecken und diese ungeschützt sind. Aber das ist noch nicht alles. Tagsüber, wenn die Sonne die Grassteppe bedeckt, taucht still ein riesiger Schatten auf. Der ausgewachsene männliche Löwe ist der einzige Raubtier, vor dem selbst wilde Hunde Respekt haben. Er braucht kein Rudel. Allein kann er Verwüstung anrichten. Löwen brauchen keine Jungtiere zu fressen. Aber aufgrund ihres Instinkts, ihr Revier zu verteidigen, töten sie jedes kleine Tier einer anderen Art, einfach um potenzielle zukünftige Konkurrenten auszuschalten. In der Wildnis gibt es keinen Platz für Selbstgefälligkeit. Für afrikanische Wildhunde ist das Überleben nicht nur eine Frage der Fähigkeiten, sondern auch der ständigen Wachsamkeit. Eine ganze Gemeinschaft wacht über die Kleinsten. Aber diese Jungtiere, so schwach und zerbrechlich sie auch sind, werden immer von der Herde beschützt, in der jedes erwachsene Tier ein lebender Schutzschild ist, bereit, sie mit all seinem Instinkt und seiner Zuneigung zu verteidigen. In einer Welt voller Gefahren ist es gerade dieser Zusammenhalt, der ihnen die Chance gibt, zu wachsen und zu überleben. Als die wilde Hundemeute sich still in ihr sicheres Nest zurückzieht, kehrt wieder Ruhe auf die Wiese ein. Aber das Leben hier schläft nie. In einer tiefer gelegenen Senke inmitten einer spärlichen Grasfläche steht eine riesige Gestalt aufrecht, eine Straußmutter, die ihr Nest bewacht. Ihr graues Gefieder verschmilzt mit der Farbe der Erde, ihre Augen sind weit aufgerissen und wachsam. Dies ist kein Raubtier, sondern eine riesige Mutter, mutig und unnachgiebig. Strauße sind die größten Vögel der Welt. Sie können nicht fliegen, aber bis zu 70 Aussichten km/h schnell laufen. Ein Tritt eines Straußes kann einem Löwen das Bein brechen. Aber wenn sie nisten, können sie nicht laufen.
Und wenn die Eier einmal im Nest liegen, kann das junge Leben darin sich nicht selbst schützen. Das Nest eines Straußes liegt meist leer und enthält 10 bis 20 Eier, die groß und weiß wie Kieselsteine sind. Tagsüber brüten die Weibchen die Eier aus. Nachts übernehmen die Männchen. Sie haben keinen Schutz, sie graben keine tiefen Löcher. Ihr einziger Schutz sind ihre wachsamen Augen und ihre kampfbereiten Beine. Schwarzrückige Wildhunde gehören zu den gefährlichsten Dieben. Sie sind intelligent, leise und sehr geduldig. Ein Wildhund kann die ganze Nacht lauern, nur um auf den Moment zu warten, in dem ein Strauß sein Nest verlässt. Hyänen hingegen müssen sich nicht verstecken, sie kommen direkt, sind aggressiv und plündern gnadenlos. Inmitten der goldgelben Grasflächen bewachen die Strauße, die größten Vögel der Welt, still ihr Revier. Sie können zwar nicht fliegen, sind aber bis zu 70 Kilometer pro Stunde schnell und können mit ihren kräftigen Tritten Raubtiere außer Gefecht setzen, sodass sie nicht leicht zu fangen sind. In jeder Brutsaison graben sie flache Nester in den Boden, in denen sie Dutzende riesiger Eier ablegen. Doch dann lauert auch die Gefahr. Schlaue und geduldige Schwarzrückwildhunde pirschen sich bei Sonnenuntergang an die Nester heran. Ein Moment der Unachtsamkeit reicht aus, um die Eier zu rauben. Doch Strauße geben nicht so leicht auf. Sobald sie einen Fremden entdecken, kehren sie sofort und breiten ihre Flügel aus und versetzen ihm mit ihren Tritten einen Schlag, der jeden zum Rückzug zwingt. Wenn die Eier schlüpfen, kommen die unbeholfenen jungen Strauße zur Welt und eine neue Gefahr taucht auf gefleckte Hyänen. Sie nähern sich lautlos und haben es auf die jungen, noch nicht laufsicheren Tiere abgesehen. Aber die Straußenmütter schlafen nicht tief. Sie lauschen auf jedes Geräusch und sind bereit, ihr Leben zu opfern, um ihre Jungen zu beschützen. In dieser rauen Welt ist Muttersein ein Kampf. Und die scheinbar einsamen Strauße stehen unerschrocken inmitten dieses Strudels. An den trockenen, windigen Küsten Südafrikas, wo das Land mit grauen Klippen und kalten Sandstränden den Ozean umschließt, sucht ein kleiner, aber gerissener Raubtier nach einer Gelegenheit der schwarzrückige Wildhund. Diese Tiere zeichnen sich weder durch ihre Größe noch durch ihre Kraft aus. Mit einer Körperlänge von etwa 85-105 cm und einem Gewicht von nur 7 bis 13 Kilokau können sie sich nicht mit größeren Raubtieren messen.
Was Canis mesomellas jedoch seit Millionen von Jahren überleben lässt, ist seine perfekte Anpassung und seine opportunistische Lebensstrategie. Schwarzrückige Wildhunde sind äußerst flexible Allesfresser. Sie jagen kleine Tiere wie Mäuse, Vögel und Reptilien, scheuen sich aber auch nicht vor Aasfrüchten, Insekten und allem anderen, was ihnen Energie liefert. An der Küste Südafrikas verwandeln sie sich während der Robbenbrutzeit in stinkende Küstenräuber, die sich inmitten des Chaos auf die Suche nach Futter begeben. Auf einem mit Fußspuren übersäten Sandstrand ziehen sich die Wellen langsam zurück und hinterlassen eine Schicht aus weißer Gischt. In der Ferne rollt ein kleiner Kadaver einer jungen Robbe, die gerade von einem Braunhyänen im dämmerigen Licht der Morgendämmerung gerissen wurde. Braune Hyänen mit zerzausten Mähnen und blutigen Zähnen teilen nicht. Sie sind Einzelgänger, leben nachts und verstecken sich in trockenen Gebieten. Sie brauchen keine Rudel, um Angst zu verbreiten, ihre bloße Anwesenheit reicht aus. Jeder ihrer schweren Schritte ist eine Warnung. Aber ein Beobachter versteckt sich nicht weit entfernt im niedrigen Gras. Schwarzrückige Wildhunde sind kleiner und leichter, aber nicht weniger mutig. Doch sie haben die Wildheit der braunen Hyänen unterschätzt. Am Ende haben sie verloren. Nach vielen Tagen der Jagd auf Kleinwild und dem Sammeln von Aas knurren ihre leeren Mägen in der sengenden Trockenzeit. Das Gras wird spärlicher Bäume sind immer seltener und die flinken Antilopenherden tauchen nicht mehr regelmäßig auf. Die afrikanische Wildhundemeute muss nun eine mutige Entscheidung treffen. Eine Jagd, die keinen Aufschub duldet, Kap-Wildrinder. Kap-Wildrinder sind fast 1,7 Meter groß, wiegen über 800 Kilogramm und gelten als die aggressivsten Tiere Afrikas. Sie haben keine Reißzähne, aber sichelförmige Hörner, muskulöse Körper und vor allem eine wahnsinnige Kampfkraft. Sie laufen nicht weg, sondern greifen zum Gegenangriff an. Aber die Wildhunde greifen nicht aus Übermut an. Sie kalkulieren. Mittags, wenn die Hitze alle Lebewesen verlangsamt, entdeckt eine Meute Wildhunde eine Gruppe Büffel, die sich an einer ausgetrockneten Wasserstelle aufteilt. Darunter befindet sich eine alte Büffelkuh, die schwerfällig geht und an ihrem linken Bein hinkt, was ihre Schwachstelle ist.
Sie spielen weiter mit der Herde, um sie auseinanderzutreiben. Als das Rind zu Boden fällt, jauchzen die Hunde nicht triumphierend. Sie teilen sich ihre Beute ordentlich auf. Für viele Tierarten sind Kaprinder ein Albtraum. Für die afrikanischen Wildhunde sind sie der Beweis für eine alte, aber unveränderliche Wahrheit. Nur die Kraft der Gemeinschaft kann das Unmögliche möglich machen. Auf der feuchten Wiese nach dem nächtlichen Regen hat eine Meute afrikanischer Wildhunde gerade ein verletztes Antilopenkalb erlegt. Noch bevor sie sich die Beute aufteilen können, ertönt das laute Lachen der Hyänen. Fünf große, stumpfsinnige und wilde Tiere. Sie lauern nicht, sie schleichen nicht. Sie marschieren direkt in den Schutzring der Hunde, als wollten sie etwas zurückholen, das ihnen gehört. Ein paar Knurren, Zusammenstöße, Blut fließt. Aber die Hunde wissen um den Preis eines unnötigen Kampfes. Sie ziehen sich zurück und überlassen die Beute nicht aus Angst, sondern um ihre Welpen und eine längere Zukunft zu schützen. In der Natur gewinnt nicht immer der Stärkere. Manchmal ist das Überleben der größte Sieg. Die Sonne senkt sich über die goldene Wiese, der Wind des späten Nachmittags trägt den Geruch von Erde und Tierfell mit sich. Und das Geräusch des Lebens geht weiter. In dieser Gegend sind alle Krieger der Natur, die mit Instinktintelligenz und einem empfindlichen Gleichgewicht mit der Welt leben. Die Rudel afrikanischer Wildhunde, die gemeinsam Beute jagen. Die Straußenmutter, die ihre Eier vor Räubern verteidigt. Die schwarzrückigen Wildhunde, die in den Lücken nach Futter suchen. Oder die einsamen braunen Hyänen, die hartnäckig ums Überleben kämpfen. Aber nicht alle Gefahren kommen von Raubtieren. Sie verlieren ihren Lebensraum und verschwinden allmählich von den biologischen Landkarten. Afrikanische Wildhunde gehören zu den Arten mit einer komplexen und stabilen Sozialstruktur. Doch heute gibt es nur noch weniger als 6000 Exemplare in freier Wildbahn. Die Schutzgebiete werden immer kleiner. Straßenzäune fallen und sogar die Vergessenheit umgeben die Tierherden. So stark sie auch sind, sie können nicht gewinnen, wenn ihr Gegner die Gleichgültigkeit der Menschen ist. Aber es gibt noch Hoffnung. Naturschützer bauen Migrationskorridore wieder auf. Lokale Gemeinschaften lernen mit der Natur zu leben, anstatt gegen sie anzukämpfen. Und jede kleine Handlung von der Entscheidung, den Wald zu schützen, bis hin zur Unterstützung von Forschungsprojekten, ist ein Bekenntnis, dass wir die Wildnis nicht nur in Erinnerung behalten wollen.